Möchtest du mit dem Handpan-Spielen anfangen und fragst dich, womit und wie fange ich überhaupt an? Dann findest du in diesem Video Tipps, die dir bei deinem Start mit der Handpan helfen werden. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan-Portal. Ich bin Milan und helfe dir jetzt bei deinen ersten Schritten auf deiner Handpan. Für alle, die noch keine Handpan zu Hause haben, stellt sich vielleicht die Frage, wie kommt das Instrument eigentlich zu mir? Wenn du die Handpan persönlich gekauft hast oder irgendwo abholst, ist es wichtig, dass du für einen sicheren Transport zu dir nach Hause sorgst. Dafür solltest du sicherstellen, dass du für die Handpan auch eine Tasche hast. Alle, die ihre Handpan online bestellen, werden das Instrument mit der Post erhalten. Hier kümmert sich natürlich der Händler oder der Hersteller immer um einen sicheren Versand. Wenn die Handpan dann bei dir ist, packe sie vorsichtig aus. Stelle einen Handpan-Ständer bereit, wenn du einen hast, oder mache dir eine weiche Unterlage, wie ich zum Beispiel hier mit der Couch, bereit, auf der du die Handpan ablegen kannst. Geschafft! Die Handpan ist sicher bei dir angekommen und jetzt kann's losgehen. Stellt sich nur noch die Frage, in welcher Position du am liebsten Handpan spielen möchtest. Wenn du einen höhenverstellbaren Handpan-Ständer hast, kannst du im Sitzen oder im Stehen spielen. Aber natürlich kannst du das Instrument auch einfach in den Schoß nehmen. Achte dann aber bitte darauf, dass die Handpan sicher liegt und nicht von deinen Oberschenkeln runterrutschen kann. Ein kleiner Tipp von mir, suche dir einfach einen Sitzplatz, der nicht so hoch ist, dann sind deine Oberschenkel höher und die Handpan kann nicht nach unten rutschen. Eine andere Möglichkeit ist es, etwas sich unter die Füße zu stellen, dann sind die Knie auch höher und die Handpan liegt sicher. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Position für dich gemütlich ist. Wenn du dich für eine Position entschieden hast, musst du die Handpan nun ausrichten. Die häufigste Ausrichtung der Handpan ist die, bei der das tiefste Tonfeld, also auch das größte Tonfeld, genau zu dir zeigt. Diese Position nutzen auch fast alle LehrerInnen in ihrem Handpan-Unterricht und Online-Kursen. So kannst du einfach die Tonleiter rauf und runter spielen. Es gibt aber selbstverständlich auch SpielerInnen, die die Position anders ausrichten. Hier gilt wie immer, mach, was dir am besten gefällt. Kommen wir nun zum Anschlagen der Handpan bzw. der Klangfelder. Als allererstes, bitte spiele deine Handpan nur mit deinen Händen. Ja, es gibt Profis, die Handpan auch mit Schlägeln spielen. Mach das bitte aber nur, wenn du genau weißt, was du machst. Ansonsten besteht das Risiko, dass du deine Handpan beschädigen und verstimmen kannst. Achte außerdem darauf, dass du keinen Schmuck, Armbänder, Ringe oder Ketten oder Gürtel trägst, wodurch die Handpan möglicherweise zerkratzt werden kann. Es gibt zwei Anschlagtechniken für schöne obertonreiche Klänge. Das ist einmal der Anschlag mit der Außenseite des Daumens und einmal der Anschlag mit den Fingerkuppen. Und dabei eignet sich dieser Bereich mit dem letzten Fingergelenk am besten. Achte beim Anschlagen des Instruments immer darauf, dass du die Handpan nicht zu doll und nur so kurz wie möglich berührst. So, als würdest du schauen, ob eine Handpan heiß wie eine Herdplatte ist. Versuche dabei, diesen Bereich des Klangfelds zu treffen. Nimm dir etwas Zeit und versuche, den bestmöglichen Klang zu erzeugen. Wenn du dich mit dem Anschlagen der Handpan und dem Erzeugen der Töne schon etwas wohler fühlst, dann beginne die Tonleiter deiner Handpan zu entdecken. Spiele dazu die Skala der Handpan hinauf und hinunter und denke dir alle möglichen Variationen dieser Übungen aus. Du könntest zum Beispiel von tief nach hoch spielen und von hoch nach tief. Du könntest auch alle Töne im Kreis spielen. Oder du spielst alle Töne im Kreis und dazwischen das zentrale Klangfeld. Diese Übungen helfen dir, deinen Anschlag zu verbessern und die Töne deiner Handpan kennenzulernen. Nachdem du die Tonfelder bisher einzeln angespielt hast, geht es nun darum, mehrere Tonfelder gleichzeitig anzuschlagen. So können schöne Akkorde und Harmonien entstehen. Entdecke einfach deine Handpan und spiele mal alle Klangfeldkombinationen, die möglich sind.
Schaue dabei, welche gut und welche schlecht klingen und welche dir gut gefallen und welche nicht so sehr. Wenn dir das gleichzeitige Anschlagen der Klangfelder aber noch schwerfällt, ist das völlig normal. Das Spielen von Akkorden und Harmonien kannst du auch erst später lernen. So, jetzt bringen wir Rhythmus in das Ganze. Wir fangen mit einem Viervierteltakt an. Das ist ein sehr einfacher Rhythmus. Für den Viervierteltakt schlägst du abwechselnd mit der rechten und linken Hand leicht auf deine Handpan und zählst dabei jeden Schlag wie folgt. 1, 2, 3, 4. Anschließend beginnst du einfach wieder mit der 1. Und falls du Linkshänderin bist, beginnst du die entsprechende Übung einfach mit deiner linken Hand. Um den Viervierteltakt zu üben, musst du aber nicht auf ein Tonfeld schlagen, sondern kannst auch einfach leicht auf den Zwischenbereich anschlagen. Es geht nämlich nur darum, dass du erstmal den Rhythmus verinnerlichst. Wenn du dich mit dem Anspielen der Tonfelder und dem Viervierteltakt wohlfühlst, kannst du die beiden Übungen zusammenführen. Kombiniere den gelernten Rhythmus mit dem Anschlagen verschiedener Tonfelder. Am einfachsten ist das, wenn du auf der 1 das zentrale Tonfeld spielst und dann im Takt weitere Klangfelder auswählst. Ich zeige das einmal. 1, 2, 3, 4 und jetzt mit Klangfeld gleich. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So einfach ist es, auf der Handpan die erste eigene Komposition zu spielen. Ich hoffe, ich konnte dir bei deinen ersten Schritten auf der Handpan helfen und dir haben die Übungen Spaß gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Solltest du noch Fragen zum Start mit der Handpan haben, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß beim Handpan lernen.